Im Januar 2007 ereignete sich auf den schottischen Inseln eine Tragödie. Der bekannte Kinderbuchautor Richard George Anthony Horne kam zusammen mit seiner Frau Amanda ums Leben. Die Medien berichteten sofort über dieses Kriminalereignis und erklärten, dass die Tragödie des Ehepaars Horne eine neue Geschichte von Romeo und Julia sei. Aber mit der Zeit kam die unangenehme Wahrheit ans Licht. Richard Horne wurde am 9. Mai 1960 geboren. Die ersten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er auf einem Bauernhof im Dorf Brandon in der Grafschaft Warwickshire in England. Sein Vater Derek und seine Mutter Josephine waren Landwirte. Die Familie Horne hatte 4 Kinder, einen Sohn und 3 Töchter. Brandon ist ein kleines Dorf mit etwa 500 Einwohnern. Es ist ein ruhiger Ort, sehr gemütlich und friedlich. Die Familie Horne verbrachte fast ihre gesamte Zeit im Freien. Sie gingen gerne angeln, fuhren Boot und badeten im Fluss Avon. Im Jahr 1970 zog die Familie ins Zentrum der Grafschaft Warwickshire. Dort fand Richard seine Berufung. Er begann Geschichten zu schreiben. Er erzählte seinen neuen Freunden, dass ihr altes Bauernhaus auf dem Weihnachtsberg lag. Er erzählte, dass der Weihnachtsmann dort oft Halt machte, um sich auszuruhen, wenn er Geschenke in die ganze Welt verteilte. Richard erfand spannende Geschichten, und alle hörten ihm gerne zu. 10 Jahre Leben auf dem Land gaben Richard ein Gefühl von Freiheit. Er liebte es zu reiten und viel Zeit in der Natur zu verbringen. Es kam sogar vor, dass das müde Pferd alleine nach Hause zurückkehrte, während der Junge weiter spazieren ging. So sehr liebte er die Natur. Mit 13 Jahren begeisterte sich Richard für Cricket, eine beliebte Sportart in Großbritannien. Etwa zur gleichen Zeit begann er, seine Fähigkeiten als Geschichtenerzähler und Illustrator zu verfeinern. Richard erhielt sogar Auszeichnungen für seine Zeichnungen. Einmal las der Schuldirektor seinen Nachnamen falsch. Statt Horne sagte er Horse. Dieser Fehler blieb ihm sein ganzes Leben lang erhalten. Als der Junge erwachsen wurde und anfing, Geschichten zu schreiben, nahm er das Pseudonym Harry Horse an. Richard schloss die Schule und anschließend das College ab. Danach begann er, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Richard erkannte ziemlich schnell, dass er ein kreativer Mensch war und sich in dieser Richtung weiterentwickeln musste. Mit 19 Jahren traf er eine Entscheidung, die sein Leben für immer veränderte. Eines Wintermorgens stand Horne am Bahnhof. Er konnte sich lange nicht entscheiden, wohin er ziehen sollte. Der junge Mann schwankte zwischen London und Edinburgh. Er beschloss, eine Münze zu werfen. Bei Kopf würde er nach London ziehen, bei Zahl nach Edinburgh. Die Münze fiel mit Kopf nach oben, aber Richard änderte plötzlich seine Meinung und kaufte ein Ticket nach Schottland. Das Leben in Schottland war nicht einfach. Horne hatte weder Arbeit noch Beziehungen noch Perspektiven, aber er hatte einen Plan. Er begann, sich als Student zu verkleiden und Malunterricht zu besuchen. Er studierte den Stundenplan genau und kam in die Vorlesungssäle der Universität, hörte sich die Vorlesungen an und versuchte am Ende, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen, damit ihn niemand bemerkte. Man könnte sagen, dass Richard auf diese Weise Wissen stahl. Außerdem aß der Pseudostudent kostenlos in der Mensa. Er nutzte seine Fähigkeiten, um ein Portfolio mit seinen besten Arbeiten zu erstellen und versuchte, Verträge mit lokalen Verlagen abzuschließen. Leider zeigte jedoch niemand Interesse an Hornes Arbeiten, sodass er zu einem weiteren Trick greifen musste. Es war das Jahr 1981. Der 21-jährige Richard wandte sich an einen der größten Verlage in Edinburgh. Er stellte sich als Literaturagent vor und teilte mit, dass er einen Kunden namens Harry Horse habe, der für kurze Zeit nach Schottland gekommen sei und bereit sei, sich zu treffen, um seine Arbeiten zu zeigen. Richard verzerrte mit Leichtigkeit die Fakten aus seinem Leben, mit Hilfe seiner Fantasie, und ersetzte ganze Fragmente, wodurch er die Grenzen zwischen Realität und künstlerischer Fiktion verwischte. Er konnte das Interesse des Verlags wecken. Sein Talent wurde geschätzt und ihm wurde eine Stelle angeboten. Er wurde Illustrator des Buches Magus, der Mann aus Zucker, das Michael Marlin geschrieben hatte. Wenig später schuf Horne Illustrationen für David Hamiltons Buch Golf Guide to Scotland. Im Jahr 1986 wurde eine überarbeitete Version des Buches Dr. Jekyll und Mr. Hyde angekündigt. Richard Horne, alias Harry Horse, war mittlerweile ein recht bekannter Künstler, wollte aber mehr. Er schrieb und veröffentlichte sein erstes Buch mit dem Titel Ogopoga, meine Reise mit dem Loch Ness Monster. Und schon sein erstes Werk wurde mit dem Preis des Scottish Arts Council ausgezeichnet. Das machte Horne noch bekannter und beliebter.
Bald darauf schrieb und veröffentlichte er mehrere weitere Bücher, in denen hauptsächlich Tiere die Hauptfiguren waren: Die letzten Eisbären, Das kleine flüchtige Kaninchen, Der letzte Cowboy, Der Freund des Bärenjungen. Richard wurde schließlich ein bekannter Schriftsteller und Illustrator. Sein Leben verlief genau so, wie er es sich immer erträumt hatte. Richard spielte auch gut auf einem Saiteninstrument namens Banjo. Im Jahr 1989 gründete er seine eigene 8-köpfige Musikgruppe. Sie traten auf der Bühne auf und spielten Songs im Bluegrass-Stil. Horne war Sänger und spielte Banjo. Er gab sich einen neuen Künstlernamen, Billy Joss Critton, und erzählte dem Publikum, dass seine Band Geld für die Heimreise sammelte, indem sie einen schwarzen Hut durch den Saal gehen ließ. Bei den Konzerten erzählte Richard, getreu seinem Stil, eine erfundene Geschichte, dass sein Vater von einem Alligator angegriffen und ihm ein Bein abgebissen worden sei, während seine Mutter in einem Sumpf ertrunken sei. Die Band tourte eine Zeit lang durch Schottland und das getäuschte Publikum gab ihnen großzügig seine Ersparnisse. Bei einem Konzert auf der schottischen Insel West Burra traf Richard seine zukünftige Frau Amanda Williamson. Zu diesem Zeitpunkt war er 29 Jahre alt, sie 22. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen heirateten sie, mieteten eine kleine Wohnung in Edinburgh und schafften sich einen Hund und eine Katze an. Das Ehepaar lebte recht bescheiden. Die ruhige Mandy war das genaue Gegenteil ihres aufbrausenden Mannes. Sie half ihm, sein temperamentvolles Wesen zu zügeln, beruhigte ihn und brachte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Hornes Musikgruppe löste sich auf. Der Mann schrieb weiterhin Geschichten. Richard liebte seinen Hund namens Rue sehr. Er erwähnte ihn oft in seinen Werken und nahm ihn sogar zu Geschäftstreffen mit. Etwa 2 Jahre nach der Hochzeit bemerkte Richard, dass seine Bücher unbeliebt waren. Daraufhin besuchte der Schriftsteller zusammen mit seinem Hund die Redaktion einer schottischen Zeitung. Er beklagte sich, dass seine Bücher nicht die gebührende Aufmerksamkeit erhielten. Der Herausgeber der Zeitung hörte Richard zu und sah sich sein Portfolio aufmerksam an. Dem Herausgeber gefielen Hornes Illustrationen sehr gut, und er bot dem Mann an, als freiberuflicher politischer Karikaturist zu arbeiten. Horne willigte ein. Er arbeitete die nächsten 6 Jahre bei der Zeitung und zeichnete Karikaturen über bekannte Politiker und Situationen, in denen sie sich befanden. Richard wurde schnell zu einem der bekanntesten politischen Karikaturisten seiner Generation. Mitte der 90er Jahre entdeckte Horne zusammen mit Millionen anderen Briten die Welt der Computerspiele für sich. Besonders gefielen ihm Quests. Richard fand schnell Entwickler und schlug ihnen vor, ein Science-Fiction-Spiel mit dem Titel The Drowned God zu entwickeln. Das Spiel stellte die Verschwörungstheorie auf, dass die gesamte Geschichte der Menschheit eine Lüge sei und dass Außerirdische zur Entwicklung und Evolution der Menschen beigetragen hätten. Der Spieler musste die Wahrheit aufdecken, indem er verschiedene Welten bereiste, mit Charakteren interagierte und Rätsel löste. Das Spiel erschien 1996 und kam genau zu Halloween in die Läden. Es wurde populär. Kritiker beschrieben es so: das seltsamste, gruseligste und psychedelischste Spiel, das wir je gesehen haben. In der ersten Woche wurden 35.000 Exemplare des Spiels verkauft. Kurz nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Spiels erhielt die Familie Horn eine schlechte Nachricht. Mandy war krank geworden. Der Arzt stellte eine schreckliche Diagnose: eine aggressive Form der multiplen Sklerose. Die Krankheit begann, Mandys Körper nach und nach zu zerstören. Zu Beginn der 2000. Jahre war die Frau bereits an einen Rollstuhl gefesselt. Im Jahr 2004 beschlossen Richard und Mandy, auf die schottische Insel West Burra zu ziehen. Das Ehepaar kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, in Mandys Heimat zurückzukehren, um näher bei ihren Eltern zu sein, die ihnen helfen könnten. Freunde des Paares erzählten, dass Richard Mandy sehr liebte, und als sie krank wurde, machte er sich große Sorgen darüber, wie es weitergehen würde. Mandy wurde immer weniger mobil und konnte kaum noch sprechen. Die meiste Zeit verbrachte die Frau im Bett. Das frühere glückliche Leben gehörte der Vergangenheit an. Horne verfiel in Depressionen und begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Einmal gestand er einem engen Freund, dass er es hasste, Mandy zu waschen, sie umzuziehen und ihre schmutzigen Sachen zu waschen. Richard war einfach müde, pflegte seine Frau aber weiterhin, da er sie nach wie vor sehr liebte. Er hasste die Krankheit, die Mandys Zustand immer mehr verschlechterte, aus tiefstem Herzen. Erwähnenswert ist auch, dass es dem Mann nicht gefiel, dass sie auf die schottischen Inseln gezogen waren. Sie lebten in einer ruhigen, abgeschiedenen Gegend in einem separaten Haus.
Richard hatte sich während seiner Jahre in der Hauptstadt an die Hektik und den Lärm der Großstadt gewöhnt. Außerdem hatte der Schriftsteller praktisch aufgehört, kreativ zu sein. Und bald erwartete die Familie Horner ein weiterer Schlag: ihr geliebter Hund Roo starb. Richard konsumierte weiterhin illegale Substanzen und sein Verhalten wurde immer unberechenbarer. Hornes engstes Umfeld berichtete, dass er häufig in Wutausbrüche verfiel. Einmal schrie er einen Sozialarbeiter an, als mit ihm über Mandys Anspruch auf Invaliditätsleistungen diskutiert wurde. Richard schlug ein Loch in die Wand ihres Hauses. Und das war nur der Anfang. Wenige Wochen vor der großen Tragödie, Ende 2006, versank Richard noch tiefer in seiner Depression. Seine Sucht wurde stärker. Er brach den Kontakt zu seinen Verwandten ab und unterbrach jeglichen Kontakt zu seiner Familie. Und dann, am 9. Januar 2007, lud Richard 2 Freunde zum Abendessen zu sich ein. Es waren Gäste aus Neuseeland. Der Abend verlief ganz anders als geplant. Horne benahm sich seltsam. Irgendwann trank er ein unbekanntes Medikament, wurde nervös und aufgeregt. Seine Freunde wurden besorgt. Sie erzählten, dass Richard nach der Einnahme des Medikaments lebhafter wurde, im Haus herumlief und irgendwelche Worte vor sich hin murmelte. Seine Freunde hörten deutlich einen Satz von ihm: „Heute ist eine wunderbare Nacht für einen Mord." Die Gäste bemerkten auch, dass Mandy Angst vor dem Verhalten ihres Mannes hatte. Als die Freunde gehen wollten, bat die Frau sie, über Nacht zu bleiben. Sie hatte Angst vor ihrem Mann. Die Freunde lehnten ab, da sie der Meinung waren, dass sie sich nicht in die familiären Probleme des Paares einmischen sollten. Bald waren Richard und Mandy allein im Haus. Am nächsten Morgen kehrten die beiden Freunde zum Haus der Familie Horne zurück, da einer der Gäste dort am Vortag seinen Mantel vergessen hatte. Die Männer gingen zum Haus, klopften an die Tür und zogen an der Klinke. Es stellte sich heraus, dass die Tür nicht verschlossen war. Als sie die Schwelle überschritten, waren sie überrascht von der absoluten Stille. Das schien wirklich seltsam für ein Haus, in dem neben 2 Menschen auch noch ein Hund und eine Katze lebten. Nach dem Tod von Roo hatten die Eheleute einen Chihuahua angeschafft. Die Gäste sahen sich um und gingen durch das Haus. Dort erwartete sie ein schrecklicher Anblick. Im Wohnzimmer lagen der tote Hund und die tote Katze auf dem Boden. Die Männer begannen zu schreien und riefen nach Richard und Mandy, aber niemand antwortete. Als sie das Schlafzimmer betraten, fanden die Freunde dort die Hausbesitzer. Richard und Mandy lagen umarmt auf dem Bett. Das Ehepaar Horne war tot. In beiden wurde eine hohe Dosis Schmerzmittel im Blut gefunden. Die Nachricht von der Tragödie in der Familie des bekannten Schriftstellers verbreitete sich schnell in ganz Schottland. Die Medien berichteten über Richard und Mandy als ein liebevolles Paar, das 18 Jahre lang zusammen war. Sie berichteten, dass ihre Geschichte der von Romeo und Julia ähnelte. Das verliebte Paar, das sich nicht mit der Grausamkeit der Welt abfinden konnte, nahm eine übermäßige Dosis Schmerzmittel und erstarrte für immer in den Armen des anderen. Sowohl Richards als auch Mandys Familie waren schockiert über die Nachricht, was mit ihren Angehörigen geschehen war. Sie akzeptierten die Version der Geschichte von Romeo und Julia, aber nach einigen Monaten kam die schreckliche Wahrheit ans Licht. Es stellte sich heraus, dass es keine Vereinbarung gegeben hatte. Der Tod des Ehepaars Horne war keine verrückte romantische Geste. Es gab keine Vereinbarung, dass sie gemeinsam aus dem Leben scheiden würden. Die Polizei gab lange Zeit keine Details zu dem Verbrechen bekannt. Selbst die Angehörigen wussten nicht, dass das ganze Haus buchstäblich mit Blut überströmt war. Das ist, was wirklich passiert ist. Spät am Abend, als die Freunde der Familie Horne das Haus verlassen hatten, gab Richard seiner Frau eine hohe Dosis Medikamente und griff Mandy dann in einem Anfall von Wut mit einem Küchenmesser an. Es war keine gemeinsame Entscheidung, denn die Gerichtsmediziner fanden Spuren von Selbstverteidigung an den Händen der Frau. Sie erlitt 30 Stichwunden. Es ist auch bekannt, dass im Moment des Mordes ein Messer zerbrach und Richard ein anderes nahm. Diese Tatsache bestätigt einmal mehr die Brutalität der ganzen Situation. Anschließend tötete Richard den Hund und die Katze und fügte sich selbst 47 Verletzungen zu. Die ersten waren Stiche in die Leistengegend. Er kroch zum Bett, legte sich neben Mandy und starb an Blutverlust. Die Ermittlungen ergaben, dass keine weiteren Personen an dieser Tat beteiligt waren. Der Notarzt, der zum Tatort kam, reichte noch am selben Tag seine Kündigung ein und kehrte nicht mehr zur Arbeit zurück. Als Mandys Familie die schrecklichen Details erfuhr, war sie noch mehr bestürzt und empört. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eheleute Horn bereits in einem gemeinsamen Grab beigesetzt worden. Richard war 47 Jahre alt, Mandy 40.
Der Vater der Verstorbenen erzählte, dass seine Tochter am Tag vor ihrem Tod geplant hatte, zusammen mit ihrer Mutter zum Zahnarzt zu gehen. Mandy hatte Pläne für den Tag und für ihr Leben insgesamt. Mandys Familie glaubt, dass Richard das Leiden seiner Frau nicht mehr mit ansehen konnte, versuchte sie mit Medikamenten zu vergiften, jedoch, als das nichts brachte, in Wut geriet. Nach all den Enthüllungen gab Richards Mutter einer schottischen Zeitung ein Interview und beschuldigte Mandy für die Tragödie. Die Frau erzählte, dass sie ihre Schwiegertochter nie gemocht habe. Sie erzählte mehrere Geschichten darüber, wie Mandy sich ihr gegenüber unschön verhalten habe. Zum Beispiel, sie wurde nicht zum zweiten Hochzeitstag eingeladen, bekam keine Blumen zum Fest geschickt und so weiter. Richards Mutter erklärte, dass es ihr immer schwer gefallen sei, mit Mandy umzugehen. Die Schwiegertochter kritisierte ständig ihren Sohn, weigerte sich, seine Cricket-Uniform zu waschen, verurteilte die Schule und das College, an denen er studierte. Richards Mutter gab zu, dass sie auf Zehenspitzen um Mandy herumgehen musste, weil diese sehr aufbrausend war und schon bei der kleinsten Bemerkung explodieren konnte. Es ist anzumerken, dass die übrigen Mitglieder von Richards Familie nicht immer mit den Aussagen seiner Mutter übereinstimmten. Tatsächlich liebten alle anderen Mandy genauso sehr wie Richard. Einige Wochen vor der Tragödie begann auch Mandy, illegale Substanzen zu nehmen, um ihre körperlichen Schmerzen irgendwie zu lindern. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich, die Therapie half nicht. Nachdem die Wahrheit über das Verbrechen endlich ans Licht gekommen war, konnten viele Freunde des Paares nicht glauben, dass Richard ein so grausames und unerwartetes Verbrechen begangen hatte. Es war ein echter Schock für alle. Viele kritisierten die Polizei für ihre Ermittlungsarbeit und dafür, dass sie die Öffentlichkeit lange Zeit nicht über die Wahrheit informiert hatte. Die Polizeibeamten der schottischen Inseln hielten die Vorwürfe gegen sie für völlig unbegründet. Richards Schwestern glaubten, dass er sich im Voraus auf das Verbrechen vorbereitet hatte, sich einige Wochen zuvor von seiner Familie distanziert hatte und viel Zeit alleine verbrachte. Wahrscheinlich hatte er einfach Angst, dass man ihn davon abbringen, umstimmen oder zum Umdenken bewegen könnte. Möglicherweise wollte er kein schlechtes Gewissen haben, während er sich auf den Mord vorbereitete und gleichzeitig mit seinen Eltern kommunizierte. Leider können weder Richard noch Mandy jemals die Wahrheit sagen, wie es wirklich war, welche Gedanken der Mann hatte, als er diese Wahnsinnstat beging. Richard Horne selbst bezeichnete sich zu Lebzeiten lieber als professionellen Fälscher und hatte allen Grund dazu. Sein ganzes Leben, von seiner Jugend bis zu seinem Tod, ist von Rätseln und Mystifikationen umgeben. Wenn man will, kann man in Hornes Ende viel grausame und bittere Ironie sehen. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang gesündigt, gelogen und vor der Realität und der Wahrheit geflohen ist, musste sich am Ende doch damit auseinandersetzen. Aber darauf war er nicht vorbereitet. Die Geschichte der Familie Horne zeigt deutlich, wie sich das Leben eines Menschen jederzeit ändern kann. Früher oder später erhalten wir alle schlechte Nachrichten und jeder entscheidet selbst, wie er damit umgeht, wie er sie übersteht. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.